und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute wollen wir mal gemeinsam üben, wie ihr von der Mittellage beim Blockflötespielen hinaufspielen könnt zu den hohen Tönen, schön und ohne Stress. Falls ihr neu seid hier auf meinem Kanal, ich heiße Vera Petri und gebe euch jede Woche Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, das war ein kleines Fragment Corelli und in diesem Stück, das ich euch auch noch in der Infobox verlinken kann, da habt ihr einen ständigen Wechsel von einer mittleren, halbhohen Lage zu einer sehr hohen Lage. Und ein Teilnehmer in meinem Online-Kurs hat in unserer Facebook-Gruppe das Stück auch mal aufgenommen, als er es am Üben war, und hat dazu geschrieben, das ist meine Horrorstelle. Und wir konnten da sehr schön dran arbeiten, dass das keine Horrorstelle mehr war. Aber wie macht man das, dass man die hohen Töne, auch wenn sie plötzlich kommen, schön hinbekommt, dass sie gut ansprechen und dass sie auch noch schön klingen? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ihr müsst jetzt nicht eine Corelli-Sonate spielen. Ihr könnt einfach mitmachen mit einer ganz einfachen Übung, mit einer kleinen Tonleiter, die ich mit euch machen will, wo ich euch mal so ein paar Tipps gebe, wie ihr von einer mittleren Lage hoch spielen könnt zu einer hohen Lage und zurück ohne Stress. Also wichtig ist natürlich grundsätzlich, dass ihr gut steht, dass ihr gerade steht oder sitzt, im Rücken gerade, dass eure Schultern entspannt sind und dass ihr die Flöte optimal haltet, also nicht zu tief und mit möglichst entspannten Händen, die in einer natürlichen Haltung sind, also dass die Finger auch nicht zu schräg sind. Und dann kann auch euer Daumen gut funktionieren. Der ist ja verantwortlich für das Überblasen hier. Also viele von euch haben mir geschrieben, ich kann eigentlich gut hohe Töne spielen, wenn ich das so isoliert mache. Aber wenn es im Stück ist, dann komme ich in Stress. Und das ist gleich das erste wichtige Stichwort. Wenn ihr hohe Töne spielt, dann beachtet mal, dass ihr eure Finger nicht extra fest drauf drückt. Das passiert nämlich schon mal ganz häufig, wenn ein hoher, schwierig zu greifender Ton kommt, dass man dann unbewusst die Finger fester drauf drückt. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, dass das unlogisch ist. Der Ton spricht ja nicht besser an, dadurch, dass ich feste drücke. Also könnt ihr schon mal daran denken, dass ihr dem bewusst entgegenwirkt. Je höher ihr spielt, desto mehr noch auf lockere Finger achten. Ja, wieso heißt es jetzt höher, schneller, leichter? Also erstmal höher und schneller. Es ist einfach so, je höher eure Töne sind, je höhere Töne ihr spielen möchtet, desto schneller müsst ihr eure Luft blasen. Und das kriegt ihr hin, indem ihr eine schöne, schmale Mundstellung macht. Also statt einem Do oder Du, wie in einer mittleren oder tiefen Lage, macht ihr ein Dü. Und ihr denkt dann eigentlich statt eines Crescendo zu den hohen Tönen hin, dass ihr denkt, die sind hoch, die sind laut, müsst ihr denken, nein, Decrescendo, sie werden immer schmaler, immer spitzer, sie gehen von breit zu schmal und da kommt das dritte ins Spiel, höher, schneller, leichter. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Flugzeug, das startet, das rollt, das fängt an zu fahren, dann rollt es immer schneller und immer schneller und dann steigt es auf, also geht es höher, aber das fühlt sich ja ganz leicht an in dem Moment. Und dieses Gefühl braucht ihr für die hohen Töne. Also, dass ihr gar nicht versucht zu pressen bei den hohen Tönen, drauf zu drücken, denn dann sind sie erstens zu hoch, zweitens sprechen sie nicht an und drittens sind sie auch nicht schön klingend, sondern dass ihr genau das Gegenteil denkt, auch wenn das im Kopf erstmal nicht zusammengehen will, weil hohe Töne schwierig und hoch, also wirken sie laut, aber ihr müsst trotzdem
leiser denken. Das ist das Verrückte. Und dann klingen sie schön schlank und fokussiert. Und das bekommt ihr eben hin durch diese engere Mundstellung. Das können wir mal an einer Tonleiter üben. Also einfach mal vom mittleren F bis zum ganz hohen F oder bei der Sopranblockflöte wäre das C. Und dann versucht ihr hierbei zu artikulieren. Und ich habe jetzt nur die Mundstellung geändert. Ich bin von Du bis zu Dü gegangen. Und ihr merkt ja schon, das klingt höher, obwohl ich überhaupt nicht irgendwie, ich kann ja nicht höher flüstern. Also ich mache es nochmal. Das könnt ihr ruhig auch mitüben so. Und das Gleiche könnt ihr dann in die Flöte reinmachen. Von unten nach oben ist das Beste, damit ihr einfach mal dieses Gefühl dafür bekommt, dass es schmaler wird, dass es leichter wird nach oben und dass ihr eigentlich euch gar nicht anstrengen müsst. Wenn ihr es umgekehrt macht, das ist ein bisschen schwieriger und vielleicht ganz zu Anfang noch keine so gute Idee, weil ihr dann vielleicht schon zu laut anbläst. Oder ihr macht es direkt nacheinander, ihr spielt erst von unten nach oben, behaltet dieses Gefühl bei und spielt dann wieder runter. Dann könnt ihr das Gleiche mal mit der kleinen Tonleiter üben mit Zweierbindungen zum Beispiel. Also immer jeden zweiten Ton nur artikulieren. Und wie gesagt, auch hier dran denken, dass ihr die Mundstellung verändert von Du oder Do zu Dü. Und den Anfang der Artikulation auch schön deutlich. Ihr könnt das sogar da oben mit einem T machen statt einem D. Es muss aber ein ganz trockenes, schlankes T sein. Also ich mache das bei den hohen Tönen eigentlich immer. Dann klingen die nämlich so richtig knackig. Wichtig ist aber, dass ihr dann nicht extra viel Luft verwendet, denn ihr braucht ganz wenig Luft, die wie gesagt schnell geblasen werden muss. Soweit zum Blasen, wie das geht und auch zur Artikulation. Jetzt ist es aber auch noch oft schwierig aufgrund der Griffverbindungen. Und auch wenn ihr jetzt so heraus aus dem Kontext genommen die Griffe alle kennt für die hohen Töne, nach meiner Erfahrung geht es dann im Stück doch oft schief, weil man doch durcheinander kommt mit den Griffen. Und zwar gibt es da ja eine ganz unlogische Sache bei unserem Blockflötenspiel, wo wir keine Klappen haben normalerweise oder meistens. Denn wenn ich hochgehe vom, ich nehme jetzt mal das überblasene C bei der Sopranblockflöte G und dann geht es weiter zum D und dann kommt das hohe E und dafür muss ich ja wo sind meine Löcher? 2 Finger hinzunehmen. Das ist völlig unlogisch eigentlich. Und dann erst kann ich wieder einen wegnehmen. Also macht euch das mal bewusst. Ihr denkt, ja, weiß ich doch, die Griffe, aber trotzdem. Also macht euch klar, wir spielen schön hoch, F, G, A, B, C, D. Und dann für das E müssen Finger dazukommen und fürs F wieder einer weg. Und wenn ihr das Ganze auch mal mit dem S statt dem E üben möchtet, wenn ihr zum Beispiel diese Corelli-Sonate spielt, dann ist es irgendwie noch deutlicher. Also dann spielt ihr hoch, B, C, D, S, kommt 3 Finger hinzu und dann müssen ja sogar 2 weg, damit ihr das hohe F kriegt. Also das ist eine komplexe Sache und wenn ihr dann noch höher wolltet zum hohen G, dann kommt ein völlig anderer Griff, dieser Gabelgriff. Den habe ich jetzt mal nicht mit eingebaut, damit es nicht zu kompliziert und zu viel auf einmal wird. Es geht ja uns hauptsächlich um das Blasen, die Mundstellung und
Dieses mit den Griffen ist was eben oft noch erschwerend hinzukommt und wo die Spielerinnen und Spieler das manchmal nicht mehr auseinanderhalten können. Warum klappen jetzt die hohen Töne im Stück nicht? Es kann eben auch daran liegen, dass man das im Kopf nicht gebacken kriegt, also diese Griffwechsel, weil die irgendwie natürlich unlogisch sind in dieser hohen Lage. Was jetzt super wäre, ich habe euch das jetzt mal anhand von einer Tonleiter gezeigt, wie ihr da den Unterschied machen könnt in einer mittleren Lage und einer hohen Lage. Es wäre super, wenn ihr mal eure Stücke in die Kommentare schreibt, bei denen ihr konkret Probleme habt beim Wechsel von einer mittleren oder tiefen Lage zu den hohen Tönen. Also von dieser Corelli-Sonate wusste ich es ja jetzt wegen meines Teilnehmers und ihr habt da bestimmt noch ganz andere Stücke. Schreibt das mir gerne rein. Ich versuche ja immer aus euren Vorschlägen auch nochmal neue Videos zu stricken und vielleicht kann ich mir eine eurer Horrorstellen ja auch mal vorknöpfen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und jetzt haben wir ja fast Ostern und zu Ostern gibt es für meinen Online-Kurs eine Aktion. Ihr könnt nämlich ab dem 8. April, also Samstag vor Ostern 2023, meinen Kurs kaufen mit 15% Ermäßigung auf die gesamte Kursgebühr. Und das ist dann so lange gültig, bis mein nächster Newsletter rauskommt. Wann der rauskommt immer und welche Neuigkeiten es da gibt, das könnt ihr am besten erfahren, indem ihr ihn einfach abonniert. Das ist unten in der Infobox, im Infokasten verlinkt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht Lust habt, teilzunehmen am Kurs, auch reinzukommen in die gemeinsame Facebook-Gruppe mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass wir uns da schön austauschen können. Und ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, wünsche euch schon mal frohe Ostern und sage viele liebe Grüße bis nächsten Freitag. Tschüss!